In diesem Video besuchen wir die Burgruine Collenburg am Main. Ihre Geschichte beginnt nicht mit Ritterromantik, sondern mit Macht. Der Überlieferung nach stand hier ein Stützpunkt kaiserlicher Interessen gegen geistliche Herren. Später jedoch wurde die Burg selbst Teil dieser kirchlichen Machtwelt. Dazu kommt die Sage der Rüden vom Collenberg. Liebe, Intrige und Kinder, die in den Main geworfen werden sollten. Begleitet uns zu alten Mauern, Legenden und einer Burg, die mehr erzählt, als man zunächst vermutet. Vom Parkplatz unterhalb der Ruine führt ein gut begehbarer Weg hinauf zur Collenburg. Kurz vor dem alten Tor liegt der Graben einst das erste Hindernis für jeden, der sich der Burg näherte. Der Graben trennte die Burg vom Bergrücken der gefährlichsten Angriffsseite. Später wurde dieser Abschnitt durch eine Streichwehr verstärkt, auch Kaponiere genannt. Durch ihre Schießscharten konnten Tor, Brücke und Graben seitlich bestrichen werden. Angreifer gerieten damit auch von der Seite unter Beschuss. Der Baubestand der Collenburg stammt aus mehreren Bauphasen. Aus der mittelalterlichen Wohnburg wurde Schritt für Schritt eine Anlage, die an neue Bedrohungen angepasst wurde. Diese Umbauten prägen das heutige Bild. Die Collenburg erinnert heute eher an eine Schlossruine als an eine klassische Ritterburg. Auch das Tor war mehr als nur ein Eingang. Das heutige Spätrenaissance-Tor entstand innerhalb älterer Mauern und gehörte zum Schutzsystem der Anlage. Auffällig ist der lange Wohnbau. Er wirkt auf den ersten Blick weniger wie eine klassische Burgmauer, sondern eher wie der Rest einer Schlossanlage. Genau daran zeigt sich der Wandel der Collenburg. Aus der mittelalterlichen Burg wurde über mehrere Bauphasen ein Wohn- und Repräsentationsort. Treppentürme, Mauerreste und Kellergewölbe erzählen von Alltag, Lagerung und Versorgung. An einem Treppenturm finden sich Schießscharten für Hakenbüchsen. Was zunächst nach Zugang und Wohnkomfort aussieht, war also zugleich auf Abwehr ausgelegt. Auch die äußere Ringmauer mit ihren Türmen gehört zu späteren Ausbauphasen und zeigt, wie die Collenburg an neue Kriegstechnik und die Macht des Schießpulvers angepasst wurde. Doch zurück zum Beginn. Während des Mittelalters war der Main nicht nur ein Fluss, sondern eine Machtlinie. Wer Burgen, Übergänge und Besitzungen kontrollierte, hatte Einfluss auf Handel, Wege und Herrschaft. Der Überlieferung nach entstand die Collenburg während der Stauferzeit genau an dieser Grenze der Macht. Kaiserliche Interessen auf der einen Seite, der wachsende Einfluss geistlicher Herren auf der anderen. Dabei tauchen die Reichsschenken von Schüpf auf. Einer von ihnen trug den Beinamen Kolbo, abgeleitet vom Streitkolben. Aus diesem Namen soll sich später Collenburg entwickelt haben. Die Burg sollte Reichsbesitz am Main sichern. Schriftlich belegt ist sie aber erst rund 200 Jahre später. 1310 erscheint sie als Burg der Rüdt von Collenberg. Dass die Brüder Konrad und Heinrich Rüdt die Anlage damals untereinander aufteilten, spricht dafür, dass sie schon deutlich älter war. Eine Burg, mehrere Linien, gemeinsame Mauern, getrennte Ansprüche. Auf engem Raum teilten sich die Erben Rechte, Häuser, Mauern und Pflichten. Dafür brauchte es nicht zwingend einen äußeren Feind. Manchmal reichte die eigene Verwandtschaft. Durch einen Burgfriedensvertrag aus dem 14. Jahrhundert wurde das Zusammenleben auf der Collenburg geregelt. Danach dreht sich die Geschichte fast ironisch weiter. Die Burg, die der Überlieferung nach gegen geistlichen Einfluss stand,
wurde später selbst Teil dieser Machtwelt. Als Teil der Herrschaft Prozelten kam die Collenburg 1327 als Lehen an den Deutschen Orden. Später tauschte der Orden die Herrschaft Prozelten gegen Besitz bei Scheuerberg und Neckarsulm. So kam die Collenburg zum Erzstift Mainz, also zur weltlichen Herrschaft des Mainzer Erzbischofs. Die Rütt von Collenberg blieben dennoch als Gannerben auf der Burg. Damit blieb die Collenburg ein Zeichen von Adel, Besitz und Anspruch. Ob die Collenburg während des Bauernkriegs betroffen war, ist nicht sicher belegt. Doch die Welt, zu der sie gehörte, geriet damals ins Wanken. Der Bauernkrieg traf viele Adelssitze, geistliche Herrschaften und Burgen in Franken und am Main hart. Bei der Collenburg erzählen die Quellen für das 16. Jahrhundert jedoch eher von Ausbau als von Untergang, von mehreren Bauphasen, dem Renaissance-Tor und späteren Wehrbauten. Aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges sind für die Collenburg keine Kampfhandlungen sicher belegbar. Doch gerade diese Jahre wurden zum tiefen Einschnitt. 1635 endet die Collenberger Linie der Rütt. Dieses Aussterben traf die Burg vielleicht härter als jeder Angriff. Das Erzstift Mainz zog das Lehen ein. Nach dem Krieg kam der Besitz an Nikolaus Georg von Reigersberg, einen Mainzer Kanzler und Mitunterzeichner des Westfälischen Friedens. Die Collenburg blieb noch einige Zeit Amtssitz und wurde später nur noch als Jägersitz genutzt. So führte der Dreißigjährige Krieg hier nicht zu einer bekannten Schlacht, sondern zu einem stillen Machtwechsel. Die Familienburg verlor ihr lebendes Zentrum und nach ihre Bedeutung. Was blieb, war die Legende der Rüden vom Collenberg. Die Legende erzählt von einem Ritterfräulein, um das zwei Männer warben. Der Herr von Collenberg und ein mächtiger Graf von Wertheim. Der Graf bot Reichtum und Glanz. Der Collenberger brachte nur eine Rose. Doch genau diese Rose gewann ihr Herz. Der verschmähte Graf soll seine Niederlage nie verwunden haben. Aus Stolz und Rache baut er die Freudenburg der Sage nach als prächtiges Gegenbild zur bescheideneren Collenburg aus, als steinerner Vorwurf gegen ihre Wahl. Später musste der Herr von Collenberg seine Burg verlassen. Seine Frau blieb zurück. Der Graf sah seine Gelegenheit, warb erneut um sie und versuchte, sie gegen ihren Mann aufzubringen. Doch sie blieb ihrem Gatten treu. Als der Collenberger später wieder abwesend war, brachte seine Frau 2 Kinder zur Welt. Der Sage nach bestach der verschmähte Graf Diener der Burg. Die Kinder verschwanden und der Mutter wurde eingeredet, sie habe keine Menschenkinder geboren, sondern 2 junge Hunde. Geschwächt von der Geburt und umgeben von Menschen, denen sie vertrauen musste, konnte sie sich gegen diese Täuschung kaum wehren. Die Kinder sollten in den Main geworfen werden. Doch der Vater kehrte gerade noch rechtzeitig zurück, öffnete den Sack und fand 2 lebende Knaben. Als Erinnerung an ihre wunderbare Rettung und an die grausame Täuschung erhielten sie den Namen die Rüden vom Collenberg. Historisch belegen lässt sich diese Geschichte nicht. Aber sie erklärt in der Sprache der Legende, warum an dieser Burg Namen, Wappen und Erinnerungen so eng mit dem Bild des Hundes verbunden wurden. Vielleicht bewahrt die Sage auch einen ernsteren Schatten. Kinder waren Erben. Und Erben konnten gefährlich werden, besonders dann, wenn entfernte Verwandte oder Rivalen ohne direkte Nachkommen selbst Anspruch auf Besitz und Namen erheben konnten. Ob hinter der Legende wirklich ein solcher Konflikt stand, lässt sich nicht beweisen. Vielleicht blieb sie auch deshalb lebendig, weil sie alles verbindet, was alte Burggeschichten stark macht. Liebe, Verrat, eine grausame Täuschung und 2 konkurrierende Burgen über dem Main. Manche Burgen sterben laut, durch Feuer, Belagerung und Kanonen. Die Collenburg starb leiser. Erst verlor sie ihre Herren, dann ihre Aufgabe. Und irgendwann blieb von der einstigen Feste über dem Main nur noch eine Ruine.
Heute ist die Burgruine öffentlich zugänglich und gehört dem Freistaat Bayern. Betreut wird sie durch die bayerischen Staatsforsten. Dass sie erhalten bleibt und besucht werden kann, ist auch besonders den engagierten Burgfreunden Collenburg zu verdanken. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald auf diesem Kanal.